Moin aus dem Wunderland. Heute zeigen wir euch in einer Spezialfolge mal den Bahnverkehr in Rio und auf unserer Brücke der Welt von oben. Wir hatten euch ja vor einigen Wochen schon mal erste Eindrücke gegeben, noch lange vor der Eröffnung von Rio, wie die Züge in Rio de Janeiro aussehen sollen. Mittlerweile ist es in Betrieb und die Züge sind natürlich komplett fertig gestaltet. Welche Herausforderungen wir hatten, welche Erfahrungen wir gesammelt haben und welche spannenden Geschichten es gab, das erzählen wir euch in den kommenden Minuten. Ja, fangen wir in Rio an mit der historischen Tram der Santa Teresa. So sieht sie im Original aus. Gelb, zweiachsig, mit Oberleitung. Zu kaufen gibt es das nicht. Und wie bekommt man sowas ins Modell? Ja, dann überlegt man, was kann man als Unterbau nehmen. Bei uns ist Voraussetzung, dass das alles sehr haltbar sein muss, dass wir Ersatzteile dafür bekommen. Im Abschnitt Rom fahren Reinigungszüge mit einer Pico-Lok der Deutschen Reichsbahn Baureihe 101. Das sind die kleinen Dieselloks. Und die haben wir als Unterbau genommen, haben dann darauf ein entsprechendes Modell gedruckt. Wenn man sich die Tram anguckt, da kann man durchgucken. Und durchgucken ist immer nicht so optimal, weil innen drin muss ja der Motor noch rein, es muss ein Decoder rein. Das sind alles Dinge, die irgendwo im Weg stehen für die Optik. Und unsere Teresa im Modellbau hat sozusagen ihre Tram gebaut, Santa Teresa. Ja, als zweites haben wir dann den Regionalverkehr von dem Bahnunternehmen Supervia, die unter anderem mit diesen Triebzügen fahren. Auch hier wieder die Frage, was nimmt man als Unterbau? Da sind wir dann bei der Firma Rocco fündig geworden in Dieseltriebzügen der Baureihe 515 und haben obendrauf dann im 3D-Druck unsere Gehäuse gedruckt, haben das von unserem Kollegen aus der Modellbauabteilung Jens lackieren lassen, hellblau und silberglänzend. Damit war es aber auch noch nicht getan, denn die Fahrzeuge haben ja alle auch Aufkleber drauf. Das fängt an vom Betreiberlogo, was man kaum erkennt. Und es gibt noch für unsere Rollstuhlfahrer, da gibt es auch entsprechende Aufkleber drauf. Eine Besonderheit in Rio, sowohl bei den Regionalzügen als auch bei der Metro, sind sogenannte Frauenwagen. Und hier wird versprochen, dass die Frauen halt in den Zeiten sicher reisen können. Und Supervia und die Santa Teresa Tram sind für mich so die Hingucker, was den Bahnbetrieb angeht in Rio. Die Metro in Rio fährt unter anderem mit solchen Triebzügen und da haben wir dann auf das vorhin schon erwähnte Modell zurückgegriffen, wie wir es auch bei der Regionalverkehr haben im 3D-Druck das dann herausbekommen, auch entsprechend beklebt und lackiert. Und die Metro war das erste Fahrzeug, was wir im 3D-Druck bei uns dann im Einsatz hatten. Bei den Güterzügen in Rio de Janeiro war es ein wenig einfacher, zumindest was die Beschaffung der Fahrzeuge angeht. Hier ist mal stellvertretend ein Bild einer Güterzuglokomotive in Rot. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Und hier konnten wir handelsübliche Unterbauten verwenden der Firmen Evern und Kato. Beim Aufbau selber haben wir die dann nicht umlackiert, sondern haben von der Firma Frateschi aus Brasilien entsprechende Aufbauten genommen. Und dann sind die bei uns noch gealtert worden. Bei den Güterzugwagen war das Gleiche. Wir haben amerikanische Fahrzeuge genommen und auch die bei uns dann gealtert und daraus sind dann etliche Güterzüge entsprungen.
So, Dirk hat euch ja gerade etwas über die Züge von Rio de Janeiro erzählt und ich habe mich in der Zeit auch um die Züge von der Brücke gekümmert. Hier hatten wir ja die Herausforderung, mit hohen Geschwindigkeiten fahren zu wollen, was uns auch vor einige Hürden gestellt hat, allerdings schlussendlich es funktioniert hat und wir bis zu 450 km/h im ersten Anlauf erreicht haben. Gleichzeitig gab es hier noch die Herausforderung, wir konnten hier alles fahren lassen und es war so eine Flut an möglichem Rollmaterial, als dass es sich nicht ganz einfach erwiesen hat, da einzelne Modelle rauszupicken, die hier fahren sollen. Aber was hier so fährt, das werdet ihr gleich mal sehen. Wir befinden uns hier auf der neueren Seite des Wunderlandes, wo später einmal tatsächlich der Regenwald stehen wird. Aktuell habt ihr hier noch einen sehr guten Blick auf den Schattenbahnhof der Brücke, wo wir sehr lange Gleise haben, wie zum Beispiel auch für den Zug, der da gerade durchs Bild fährt. Allerdings haben wir hier uns auch wieder unsere Späße erlaubt, zum Beispiel diesen Goldzug hier, auf dem sich auch schon die Panzerknacker vergnügen und versuchen, das Gold zu klauen. Auch können wir hier, dank dieser unglaublich langen Schattenbahnhofsgleise, zum Beispiel diesen doppelten Railjet mal endlich fahren lassen, wie er auch im Vorbild durchaus gefahren ist. Die anderen Züge der Brücke, die jetzt nicht gerade hier ein- und ausfahren, oder hier vielleicht vermisst werden, die stehen drüben unter der Provence. So, wir befinden uns hier jetzt auf der Provence-Seite der Schattenbahnhöfe für die Brücke. Der hier oben ist der für die Provence selbst, das hier unten ist der für die Brücke. Ihr habt euch ja in den Kommentaren unter den Videos sehr viele verschiedene Züge gewünscht. Allerdings ein wiederkehrender Zug war immer der Railjet. Jetzt haben wir ja schon den doppelten Railjet gesehen. Allerdings gibt es noch einen zweiten hier auf der Brücke, nämlich den tschechischen, der hier steht. Auch der fährt dann mit 230 km/h über die Brücke. Natürlich wurden sich sehr viele Schnellzüge und auch Nachtzüge gewünscht. Für die Nachtzüge haben wir hier einen besonderen Zug, der aus so ziemlich jedem Land, das wir hier im Wunderland schon mal nachgebaut haben, einen Nachtwagen hat. Sprich, sei es jetzt ein Schlafwagen, sei es ein Sitzwagen, alles ist hier irgendwie vorhanden. Da hinten steht allerdings jetzt auch noch ein TGV, einer derjenigen, die wir umgebaut haben, sodass sie mit einer sehr hohen Geschwindigkeit hier über die Brücke fahren werden. Es wird sich in Zukunft noch ein bisschen was hier ändern. Es gibt noch so ein, zwei Züge, an denen wir noch arbeiten, die uns vor technischen Problemen stellen. Beispielsweise die Henschel Um-An, die Weltrekordlok von damals. Die Lackierung dafür ist so dermaßen fein, dass wir da echt Probleme mit haben, die vorbildgetreu umzusetzen. Aber das wird sie noch zeigen, inwieweit wir da noch weiterarbeiten können. Auch wird es hier noch in Zukunft ein ICE geben. Wann genau das soweit ist, das ist noch offen. Deshalb bleibt dran und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Update wieder.